In dem heutigen Video möchte ich mal beleuchten, warum die meisten von uns große Schwierigkeiten damit haben, starke Emotionen in der Öffentlichkeit auszuleben oder überhaupt zu zeigen. Besonders Sachen wie Wut oder Angst. Und denkt dran, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ich habe jetzt hier bei YouTube schon einige Videos veröffentlicht, da weine ich oder ich habe auch Wut gezeigt und es gibt den Anteil in mir, dem ist das schrecklich unangenehm. Dem ist das so unangenehm, dass ich mich irgendwo verkriechen möchte und sagen möchte, warum habe ich das veröffentlicht und in den Äther geschickt? Woher kommt das? Ich bin eine erwachsene Frau. So what? Könnte man denken. Und ich glaube, den meisten von uns geht es aber so, dass das furchtbar unangenehm ist. Auch in der Öffentlichkeit zu weinen zum Beispiel. Und woher genau kommt diese Unsicherheit im Ausdruck von unseren Emotionen und Gefühlen? Wenn ich da hineinspüre, liegt da Angst dahinter, und zwar die Angst davor, lächerlich gemacht zu werden. Es ist das Gefühl der Scham. Wir schämen uns dafür, Gefühle zu zeigen. Warum? Wir alle haben Gefühle, wir alle haben Emotionen. Woher kommt das? Ich sage euch, woher das kommt. Die meisten von uns haben diese Erfahrung in der Kindheit gemacht. Meistens von den Eltern oder von anderen erziehungsprächtigen Caretakern. Woran vielleicht sich viele erinnern, ist Klassenkameraden, Freunde, die sich darüber lustig machen, wenn man wütend wurde oder Angst gezeigt hat oder geweint hat. Und diese Scham, die sitzt so tief. Dieses Gefühl der Lächerlichkeit, dieses Gefühl von, das ist mir peinlich. Das trifft in uns allen einen so tiefen, emotional verletzten Teil, dass wir nur instinktiv reagieren können und sagen können, nee, da gehe ich nicht hin. An diese emotionale Verletzung gehe ich nicht hin, deswegen zeige ich keine Emotionen in der Öffentlichkeit. Bis zu einem Punkt, dass wir tatsächlich unsere Emotionen komplett abspalten und gar nicht wissen, dass sie vorhanden sind, wenn wir in der Öffentlichkeit sind. Ich habe mal ein Video gemacht, ich verlinke euch das mal unten in der Videobeschreibung, über was Scham mit uns macht. Weil Scham ist ein Gefühl, das uns erzählt, dass wir nichts wert sind. Dass unsere Daseinsberechtigung keinen Wert hat auf diesem Planeten. Gern wurde es eingesetzt von Eltern, von Caretakern. Zum Beispiel, wenn ihr Angst gezeigt habt. In meiner Kindheit war es so, wenn ich Angst gezeigt habe, dann wurde sich darüber lustig gemacht. Da wurde sich darüber lustig gemacht, wegen sowas brauchst du doch keine Angst haben. Die Johanna hat immer vor sowas Angst. Und jetzt verrate ich euch was. Die Angst ist immer real für die Person, die die Angst empfindet. Das mag für mich nicht real sein oder für jemand anderes real sein, aber in dem Moment, wo man selbst Angst vor einem bestimmten Objekt hat, vor einer Situation hat, vor anderen Menschen hat, ist das für die Person, die diese Angst empfindet, eine reale Angst, und die ist berechtigt in dem Moment. Und somit hat keiner im Außen, kein Caretaker, keine Freunde, kein Partner, keine Eltern das Recht dazu, diese Angst zu minimieren und sich darüber lustig zu machen, dass man Angst empfindet. Wir merken das oft schon gar nicht mehr, wenn andere Erwachsene sich über uns lustig machen. Ich hatte mal eine Situation, da habe ich mich gesorgt beim Wandern, dass wir es nicht mehr rechtzeitig zurückschaffen, weil ich schon sehr kraftlos war. Und dann sagt mein Begleiter zu mir, hey, hast du jetzt etwa Angst oder was? Ernsthaft? Und den meisten, früher hätte ich wahrscheinlich so reagiert, ja, und hätte das überspielt. Aber seit ich mich mit meinen Emotionen auseinandersetze, wurde mir klar, nee, stopp. Und das habe ich dann auch gesagt, hör auf, dich darüber lustig zu machen. Für mich ist das Realität gerade, für dich vielleicht nicht, aber für mich. Und das zu erkennen, wenn andere Scham in uns auslösen, dass wir so voll unsere emotionale Wunde schützen wollen, diesen Bereich schützen und lächeln und nicken. Das war meine Strategie früher immer, lächeln und nicken.
Und somit ist es extrem wichtig, sich anzuschauen, warum zeige ich eigentlich keine Emotionen, keine stark ausgelebten Emotionen im Außen. Und die meisten von uns haben Angst davor, dass diese emotionale Schamwunde getriggert wird, weil die so unangenehm ist, die sitzt so tief. Selbst ich habe viele Anteile in mir, die schreckliche Angst davor haben, Emotionen im Außen zu zeigen und Angst vor der Reaktion der anderen, wenn ich starke Emotionen zeige. Und in den härtesten Fällen glauben viele Menschen, sie haben gar keine Emotionen. Ich glaube, in den meisten Fällen sind aber Emotionen vorhanden, nur dass ihr es nicht wisst, weil ihr es abgespalten habt. Weil diese Schamwunde so schlimm triggert, dass wir alle schreckliche Angst davor haben. Gerade hier im Social-Media-Bereich, wo gerne sowas ausgenutzt wird, diese Anonymität und zu sagen, wie mache ich mich lustig über den anderen. Und ganz klar zu sehen, wo muss ich für mich eine Grenze setzen, wenn ein anderer dieses Gefühl der Scham bei mir auslöst, zu sagen, nee, stopp. Es ist nicht an dir, dich über meine Ängste lustig zu machen. Es ist für dich nicht real, das ist okay. Aber für mich ist es real. Und so ist es an jedem von uns, diesen Erwachsenenanteil in sich zu finden und zu erkennen, bin ich noch dieses Kind, über das ich früher lustig gemacht wurde. Und zu erkennen, jetzt bin ich aber eine Erwachsene und ich kann das handeln. Ich muss mich nicht mehr in diese Schamspirale begeben und Angst davor haben. Ja, es gibt diese kindlichen Anteile in jedem von uns, die schreckliche Angst davor haben, dass dieses Gefühl der Scham getriggert wird. Und dann zu erkennen, aber ich bin nicht mehr dieses Kind. Ich kann trotzdem Emotionen zeigen. Und das heißt nicht, dass sich andere nicht darüber lustig machen werden, ganz klar. Das heißt nur, ich als Erwachsene kann auch jetzt damit umgehen, weil ich auch weiß, dass dieser Emotionsausdruck nicht ich bin. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, zu erkennen, identifiziere ich mich mit dieser Emotion, weil das tun wir als Kind. Als Kind sind wir unsere Emotionen, als Kind sind wir die Angst, als Kind sind wir die Wut. Und wenn jemand sich darüber lustig macht, über unsere Angst oder über unsere Wut, machen sie sich über einen selbst lustig, über mich als Selbst. Aber im Erwachsenenalter, als emotional reifer Mensch, kann man sich davon distanzieren und sagen, ja, ich habe diese Emotionen in mir, aber ich bin nicht diese Emotion. Und somit, wenn sich jemand über die Emotion lustig macht im Außen, muss ich mich nicht damit identifizieren und dem glauben, sondern erkennen, er macht sich gerade über die Angst lustig. Trotzdem kann man Grenzen setzen. Und so muss ich ja für sich finden, wie viele Emotionen erlaube ich mir selbst zum Ausdruck zu bringen und dazu zu stehen und zu sagen, ja, ich habe gerade eine starke Emotion in der Öffentlichkeit zum Ausdruck gebracht. Und es gibt den Anteil, der schämt sich ganz schrecklich dafür, weil das ist, was ich gelernt habe. Schäme dich für einen starken Gefühlsausdruck. Und dann das nächste Mal werde ich es vielleicht trotzdem wieder tun. Ich danke euch fürs Zuhören.